Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinke. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist ein Schweizer Medien-Executive, der lieber nach Berlin statt ins sonnige Australien gegangen ist. Als Quotenschweizer in Berlin hat er viele Jahre die Geschicke eines US-Mediengiganten mitgestaltet. Zurück in der Schweiz hat er über viele Jahre hinweg mit analytischem Verstand, strategischer Stringenz und einem sehr feinen Gespür für den Markt einen Schweizer Mediengiganten mit aufgebaut. Warum Sing My Song in der Schweiz richtig produziert werden muss, damit es ein Erfolg ist, wie sich zwischen Radio, Print und TV Synergien heben lassen und was genau hinter der Strategie CH Media 2025 steckt, mein Gast wird es uns hoffentlich verraten. Grüezi wohl, herzlich willkommen, Roger Elsener, Managing Director Entertainment, Member of the Executive Board von CH Media. Hallo Christian. Roger, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, darüber zu sprechen, warum Berlin der schönere Ort ist als Australien. Wir werden über CH Media sprechen, da bin ich sehr gespannt darauf und ich bin mir sicher, dass viele ZuhörerInnen überrascht sein werden über eure Größe. Und wir werden uns natürlich der Frage widmen, wie viele Synergien in einem trimedialen Geschäft gehoben werden können und wie immer zum Schluss über deine Vision vom Fernsehen von morgen. Fangen wir mit einer Gemeinsamkeit an, die uns beide verbindet. Denn wir beide waren am Anfang unserer Karriere Produktmanager für digitales TV bei großen Kabelnetzbetreibern. Allerdings 3 Jahre versetzt. Und so kam es, dass all deine Chefs von der Cablecom aus der Schweiz zu Unity Media nach Deutschland sind und meine Chefs wurden. Aber Unity Media war da irgendwie von der Entwicklung deutlich hinter der Cablecom und die Cablecom in Europa führend in puncto Produktinnovation und Digitalisierung. Und deswegen eingangs meine Frage: Als Produktmanager für digitales Fernsehen bei der Cablecom, welche Produkte waren im Zeitraum von 2003 bis 2006 innovativ und was hat euch als Kabelnetzbetreiber führend in Europa gemacht? Ja, ich würde sagen, wir waren grundsätzlich ein kleines, aber schlagfertiges Team zu der Zeit, hatten grundsätzlich ja komplette Unabhängigkeit und waren recht gut gebettet, weil es der Cablecom damals richtig gut ging. Und das TV-Geschäft war richtig kräftig, kaum Konkurrenz auf dem Markt war da. Und entsprechend hat man natürlich dann auch schön und vorwärtsgerichtet in digitale Produkte investieren können. Damals waren so die wichtigsten Themen, die wir bearbeitet haben, die Einführung von Video on Demand. Damals gab es ja nur das sogenannte Near Video on Demand. Also haben wir da einen Sea-Change-Server aufgebaut, eine Infrastruktur dazu aufgebaut und echtes Video on Demand eingeführt auf den Set-Top-Boxen. Wir haben auch einen der ersten PVRs, also einer der ersten Personal Video Recorders Europas eingeführt in der Schweiz. Und damals war auch so die Zeit, wo man von der Nische Pay-TV ins Mainstream digitales Free-TV gegangen ist. Das heißt, wir haben neben Sprachgruppen angeboten, wie für Balkanstaaten oder Spanien oder Portugal auch begonnen, die Schweizer und die deutschen Sender zu digitalisieren. Das heißt, Simulcast war damals ein wichtiges Thema für uns, sprich die Einführung flächendeckendes SD. Ja, spannend, weil ich habe das alles 4 Jahre später tatsächlich gemacht. Und für die jüngeren Zuschauer, Zuhörerinnen, was ist denn Near Video on Demand? Das waren tatsächlich 5, 6 parallele Sender, Pay-TV-Sender, wo immer ein Versatz von 30 Minuten ein Titel, ein Film angefangen hat und den konnte man sich dann freischalten. Aber es war wirklich dann über ein linearer Sender. Ja, gute alte Zeit. Und nach den 3 Jahren kam dann die Epoche, die ich jetzt zweimal angesprochen hatte, dass du nicht den MBA in Australien gemacht hast, sondern einem Ruf nach Berlin gefolgt bist. Jetzt löse mal auf, warum lieber das raue Klima Berlins anstatt die Sonne Australiens? Naja, grundsätzlich hat die Sonne Australiens ja schon was. Und ich hatte auch so nach meinem Studienabschluss, wo ich einen Master gemacht habe in Economics und Media,
ähm, irgendwann so das Gefühl, irgendwie Studienzeit nochmal so zurück, wäre schon eine gute Sache, so nach ein paar Jahren Cablecom. Ich habe auch während dem Studium schon ein Jahr in Australien verbracht. Und das war so eine kleine Liebe, die ich mir nochmal reinziehen wollte. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich war dann das MBA eher ein Vorwand und die Sonne und der Strand wären da primär im Fokus gestanden. Aber so kam es eben nicht, weil Stefan Liebig, den wahrscheinlich einige kennen hier aus diesem Kreis der Zuhörer, mich kontaktiert hat und mir einen Job angeboten hat in Berlin bei Viacom. Und diesem Ruf bin ich dann in den Norden gefolgt und hatte dann ehrlich gesagt auch eine super Zeit in Berlin. Ist jetzt auch nicht die schlechteste Stadt der Welt und das hat mich dann doch insgesamt mehr gereizt als Australien und deswegen bin ich diesen Weg eingeschlagen. Ja, es hat dir recht gut in Berlin gefallen, weil letztendlich warst du mit auch Unterbrechungen, aber auf jeden Fall warst du 8 Jahre bei der Viacom International Networks und hast auch da eine steile Karriere gemacht, vom Senior Manager Content Distribution über den Country Manager Schweiz bis hin zum Vice Presidenten Commerce Nickelodeon Northern Europe and Managing Director und der Switzerland AG. Also der WIM Switzerland AG. Neben dir als Person, was waren die Gründe, warum das damals so schnell voranging? Ich könnte jetzt sagen, weil ich so fasziniert war, dass Women die längsten Jobtitel der Welt jeweils kreiert. Aber das war es natürlich nicht. Es war grundsätzlich es war ein spannendes Feld per se mal da im Bereich der Distribution, der Content-Distribution zu arbeiten. Ich habe das in sehr, sehr schneller Zeit sehr viel auch lernen dürfen. Habe auch so den Medienmarkt in Deutschland gut kennengelernt und war ein Spezialist letztlich auf dem Gebiet der Content-Distribution. Es war eine spannende Zeit, deshalb, weil ja damals dann auch die ganzen nonlinearen Angebote so langsam entstanden sind. Das heißt, wir hatten auch da dann plötzlich neue Distributionsmöglichkeiten für unseren Content. Es war nicht mehr nur lineares Free-TV und lineares Pay-TV. Das war grundsätzlich eine spannende Zeit und wie es so ist bei Viacom, gibt es ab und an mal Reorganisationen. Man entwickelt den Laden immer weiter weltweit. Es gibt mal eine Zentralisierung, es gibt mal eine Dezentralisierung, es gibt mal neue Managements, es gibt Cluster, die zusammengelegt werden und vergrößert werden. Und das war damals auch so, dass so nach 2, 3 Jahren, als ich bei Viacom war, kam ein neues Management an die Spitze. Es waren beides Holländer damals. Dan Lichtfoot und Marco de Ruyter hießen die. Und die haben dann ein Stück weit wie den deutschsprachigen Markt etwas mit anderen Augen betrachtet, als man das vielleicht bis dato tat. Die Schweiz war mehr so das 17. Bundesland, sicherlich nie despektierlich so gemeint, aber wenn man nicht viel größer ist als Bayern, dann ist das nachvollziehbar aus deutscher Optik. Und Dan und Marco haben das ein Stück weit anders betrachtet. Die kamen aus den Benelux-Staaten und haben gesehen, dass man in Staaten wie Belgien oder Holland mehr rausholen kann, als man das zu der Zeit damals tat aus der Schweiz. Gerade Belgien ist ein sehr vergleichbarer Markt mit der Schweiz. Und sie wollten dann diesem Markt der Schweiz etwas mehr Gewicht schenken. Und das war dann mein Glück, dass sie da diesen Quotenschweizer in Berlin gefunden haben und gedacht haben, okay, der könnte doch da vielleicht als General Manager für diese Länder-Operations da ein bisschen mehr draus machen. Und deswegen wurde ich dann wie aus Berliner Mission zurück in die Schweiz geschickt, um da diese Operations aufzubauen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Wir waren dann insgesamt kürzester Zeit nach KPIs eine der profitabelsten Entities ganz Europas. Und das hilft dann natürlich, wenn man solchen Leistungsausweis auch vorzuzeigen hat, dass man innerhalb von Viacom Karriere machen kann. Viacom ist dafür ein sehr, sehr gutes Pflaster.
Ja, das hat schon viele Personalien auf den deutschen und den internationalen Markt quasi gespült oder hochgebracht, die dort gefördert wurden. Wenn du ansprichst, dass ihr innerhalb von kürzester Zeit sehr profitabel wart oder einer der profitabelsten Entities in Europas warst, was was unterscheidet denn die Schweiz von Deutschland? Warum sollte ein Medienkonzern nicht den Fehler machen, die Schweiz als 17. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten? Es sind mehrere Aspekte, die dazu führen oder zu dieser Aussage führen könnten. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, wenn man lokal vor Ort ist, dann hat man einen anderen Fokus und hat auch andere Beziehungen, um Dinge vor Ort zu bewegen, als wenn man das aus einer Remote-Führung tut. Das gilt aber nicht nur für die Schweiz, das gilt für alle anderen Länder natürlich auch. Uns hat damals zum Beispiel geholfen, dass wir durch die lokale Präsenz einen sehr, sehr engen Draht zum Telco-Unternehmen Sunrise aufbauen konnten. Das hat geholfen, Sunrise dazu zu bewegen, mit uns MTV Mobile umzusetzen, einen Jugend-Mobile-Tarif. Und das war dann in der Kürze einträglicher als das MTV-Kerngeschäft. Ja, das sind so Faktoren, die wir einfach bewegen konnten aufgrund der lokalen Präsenz. Ganz grundsätzlich ist es aber natürlich ein eigener abgeschlossener Markt. Das heißt, Mediaagenturen, und wir sind ja hauptsächlich durch Werbung refinanziert, Mediaagenturen betrachten die Schweiz als eigenen Markt und sind vor Ort mit eigenen Mediaplanungen unterwegs. Und man kennt das, je größer man als Produktportfolio, je präsenter dass man als Produktportfolio vor Ort ist, desto stärker wird man auch berücksichtigt von der Werbeindustrie. Und da gibt es natürlich einen Faktor, den kann man auch nicht kleinreden. Die durchschnittlichen TKPs, die in der Schweiz bezahlt werden, sind einfach deutlich höher als in Deutschland. Das heißt, es wird ein Stück weit wie aufgewogen, dass die Schweiz 10 bis 15 Mal kleiner ist, dadurch, dass halt der Werbemarkt dann trotzdem proportional recht groß ist und eben nicht im gleichen Verhältnis kleiner ist, als man das aus Deutschland kennt. Ja, und es ist natürlich ein sehr kompetitiver Markt. Ne? Also ich meine, jeder deutsche Sender, ist in der Schweiz tätig. Auch die österreichischen Sender, die französischen Sender, die italienischen Sender, alle strahlen in dieses Land rein. Und gleichzeitig habt ihr natürlich regionale Sender, ihr jetzt als privater Anbieter. Und dann gibt's noch den SRG, das Pendant zu ARD und ZDF. Wie schafft ihr das jetzt gegen diese deutschen Privaten und die lokalen Wettbewerber zu bestehen? Was sind da eure Strategien? Also grundsätzlich kann ich das mal bestätigen. Ich glaube tatsächlich behaupten zu können, dass die Schweiz eine der kompetitivsten TV-Märkte der Welt ist, aufgrund dieser Besonderheiten. Ja, wir sind ein mehrsprachiges Land. Wir sind klein und historisch gesehen war es schon sehr, sehr lange möglich, in der Schweiz Sender aus dem Ausland wie eben RTL oder ProSieben oder auch den ORF aus Österreich empfangen zu können. Die haben da alle eingestrahlt und entsprechend ist natürlich die kompetitive Situation eine sehr interessante, spannende. Und da muss man sich Strategien überlegen, wie man damit umgehen will. Die einfachste oder die klarste ist natürlich die, dass man ein eigenes für die Schweiz produziertes Angebot herstellt. Die in der Schweiz viel beschworene sogenannte Swissness. Ja, und da gehört eben nicht dazu, dass man einen Schweizer auch nur mit einem Grüezi begrüßt. Ja, und so das kleine Alpenland verniedlicht, wie es ja oftmals Exponenten im deutschen TV tun. Ich glaube, das geht wie ein Stück weit oder einen Schritt tiefer, näher an die Kultur, näher an das Empfinden, an die Vorgehensweisen der Schweiz, der Gesellschaft, der Politik und so weiter. Und darauf sind wir spezialisiert und fokussiert und holen uns daraus oder schaffen daraus einen USP, der so durch die deutschen Privaten nicht ganz so einfach gematcht werden kann. Das mal zum einen. Und zum anderen können wir ein Stück weit uns etwas flexibler auch bewegen, weil die deutschen TV-Sender logischerweise
ihre Programmgrids natürlich nach deutschen Mustern ausrichten. Und wir können da ein Stück weit dann besser darauf reagieren, ausweichen, gegenprogrammieren, ohne dass RTL oder ProSieben am nächsten Tag gerade darauf reagiert, weil ihr Fokus eben nicht die Schweiz ist, sondern Deutschland. Und das sind so ein paar Aspekte, die uns Raum lassen, da zu gedeihen. Und das haben wir ganz ordentlich getan in den letzten Jahren. Ich habe mir das Gen-Line-Up von euch angeschaut und jetzt habt ihr einige Formate, die ähnlich sind wie RTL und ProSieben. Generell in der Schweiz laufen die gleichen Sachen wie bei uns im privaten Fernsehen auch. Also es gibt in der Schweiz die Höhle der Löwen, der Bachelor, Topmodel oder Sing My Song. Jetzt an dich die Frage, jetzt sind diese Formate ja gleich und doch spezifisch. Wann schaut denn der Schweizer ein Sing My Song in Deutschland und wann schaut er die Schweizer Version Sing My Song bei euch? Also grundsätzlich schaut er schon beide gerne. Das heißt, das Format Sing My Song auf Vox ist in der Schweiz ein beliebtes Format. Das macht so zwischen 9 und 10% Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist in der Schweiz ein ordentlicher Wert und ist deutlich auch über Senderschnitt von Vox. Wir machen mit Sing My Song über 20%. Das heißt, wir schaffen es da nochmal eine Schippe drauf zu legen. Das tun wir in der Art und Weise, wie wir produzieren. Wir produzieren dann natürlich mit Lokalen, mit Schweizer Künstlern. Das sind nicht ab und an mal Schweizer Künstler einfach zu Gast, sondern es besteht de facto nur aus Schweizer Künstler, können so natürlich dann auch deren Stories, deren Entstehungsgeschichte viel, viel lokaler und näher an der Zuschauerschaft auch erzählen. Und das zieht grundsätzlich. Unser großer Challenge ist dann jeweils, das dann auch noch günstiger zu tun, weil wir uns die gleichen Produktionskosten, wie sie Vox, RTL, ProSieben, Sat.1 und Co. Investieren, im kleinen Schweizer Markt nicht leisten können. Das heißt, der Challenge ist es, die Einschweizerung sehr, sehr gut hinzukriegen und zum anderen auch an den Punkten zu sparen, wo es der Zuschauer nicht merkt. Kurz noch ein Hinweis an alle Betreiber eines Fast Channels oder AVOD-Dienstes. Ihr fragt euch, ob es die Werbung oder der Content ist, der eure Nutzer davon abhält, eure Videos abzuspielen? Wie evaluiert ihr denn die Qualität eurer Video-Ads? Wisst ihr, wie sich Qualitätsmängel in der Videowerbung auf das Nutzerverhalten auswirken? Mit der End-to-End-Video-Analyse-Lösung von NPOR erhaltet ihr auf einer einzigen Plattform einen Überblick darüber, wie Nutzer auf eure redaktionellen und werblichen Inhalte reagieren. Schöpft also das Potenzial eurer Daten aus und trefft erkenntnisgestützte Entscheidungen zur Optimierung der Werbemonetarisierung. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Analytics Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter wie Joyn, Bluetooth TV, Vodafone oder Sky vertrauen bereits auf NPOR. Bei Interesse schreibt mir eine E-Mail oder informiert euch auf npaw.com. Zurück zu deiner Karriere. Also, du bist jetzt zurück in der Schweiz, weg von Viacom, hast genug von der Pendelei zwischen Zürich und Berlin und fängst an als COO bei der 3Plus AG. Und jetzt fängt ein sehr interessantes Kapitel in deiner Karriere an, nämlich die Führungsposition als COO bei der 3Plus. Was waren die 3Plus AG damals für ein Unternehmen und warum war es ein wichtiges Puzzleteilchen in deiner späteren Laufbahn? Ja, die 3Plus Group, wie sie damals hieß, war eigentlich nur ein Sender, 3Plus. Und meine Position da als CEO war eine recht breite. Die konnte auch so breit sein, weil das Unternehmen insgesamt recht klein war. Das war ein KMU mit vielleicht 40, 45 Mitarbeitenden. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass man sehr breit und sehr tief in alles reinschaut, was TV so ausmacht und wahrscheinlich in eine Breite, wie es in einem deutschen Medienunternehmen gar nicht möglich wäre an der Stelle, weil die Kleinheit des Ganzen, das Organisiertsein als KMU natürlich an der Stelle nicht nur Breite in Managementfunktionen mit sich bringt, sondern eben auch Tiefe in den Themen, die man behandelt. Ja, die Themen, die wir damals behandelt haben, war der Aufbruch eines Einzelsenders
zu einer Sendergruppe. Also wir haben damals dann 4 Plus lanciert, und wenn man 4 Plus mal lanciert hat, dann ist der Weg zu 5 Plus und 6 Plus, und heute gibt es ja auch schon 7 Plus, nicht mehr so ein weiter. Wir haben damals auch die digitalen Plattformen lanciert und begonnen zu lernen, wie man auch mit Shortform-Videos umgehen kann, ob man die als Marketing-Tool einsetzt oder ob man die zur Monetarisierung auf Drittplattformen eher verwendet. Wir konnten damit gut spielen. Wir haben damals HD eingeführt und aus 3 Plus SD 3 Plus HD gemacht. Wir haben den Sender auf einen Satelliten gebracht. Der war früher nur kabelverbunden verbreitet, konnten so dann auch die Reichweite ein Stück weit steigern. Also es war insgesamt eine gute Zeit, um das Handwerk, das klassische Handwerk der TV-Produktion und eben auch der Geheimnisse der TV-Eigenproduktionen zu verfeinern und zu erlernen. Damals haben wir auch den Bachelor in der Schweiz lanciert. Das war bis vor kurzem das erfolgreichste Format von 3 Plus. Inzwischen ist es Sing mein Song. Also es waren wichtige Schritte damals und für mich ein Weg, das TV-Handwerk in aller Breite und Tiefe zu erlernen. Also 3 Plus, 4 Plus, 5 Plus. Jetzt weiß ich ja auch, wer es erfunden hat. Ne? Wer hat es erfunden? Deswegen gibt es jetzt Apple Plus, Disney Plus und Discovery Plus. Du bist im Oktober 2018 von der 3 Plus AG dann zur AZ Medien AG und bist dort Managing Director TV und Radio geworden. Um es vorne wegzunehmen, beide Unternehmen sind nach diversen Übernahmen, auch von anderen Unternehmen, die heutige CH Media. Gib uns doch mal bitte einen Abriss, wie das letztendlich gekommen ist, wie es letztendlich zur heutigen CH Media kam. Ja, das kann ich gerne tun. Nach meiner Zeit bei 3 Plus bin ich ja, wie gesagt, bei AZ Medien eingestiegen. AZ Medien ist ein Publisher, ein Medienkonzern, der historisch aber auch einige Regional-TV-Sender im Portfolio hatte. Und dieses Regional-TV-Sender-Portfolio habe ich damals übernommen. Das ist Tele Zürich, Tele Bern und Tele M1. Wenn man jetzt in Deutschland denkt, uiuiui, Regional-TV, was ist das denn? Das ist in der Schweiz etwas anders aufgrund dessen, dass wir auch Teilgebühren refinanziert sind. Das heißt, wir können qualitativ da an der Stelle etwas hochwertiger auch produzieren. Tele Zürich beispielsweise hat in seiner Primetime jeden Abend eigentlich die Marktführerschaft im Großraum Zürich vor allen Privaten und vor den Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist ein Stück weit wie eine etwas andere Situation als in Deutschland, schwierig vergleichbar. Aus diesen 3 Sendern haben wir damals ein etwas größeres Portfolio dann lanciert. Ich habe selber dann TV24 gegründet, später dann TV25, dann haben wir noch S1 akquiriert. Also wir haben entweder durch M&A oder auch durch eigene Projekte da unser Wachstum vorangetrieben, haben dann auch Radio 24 bei uns integriert. So wurden wir erstmals konvergent zwischen Radio und TV und haben so die AZ Medien aus der elektronischen TV-Radio-Perspektive vorangetrieben. Ende 2018 kam es dann hauptsächlich getrieben durch das Publishing-Geschäft und durch die vermehrten Zusammenschlüsse weltweit im Publishing-Geschäft aufgrund der bekannten Vorkommnisse, dass die Leserschaft und die Printabos eher zurückgehen, kam es zum Zusammenschluss mit den Regionalmedien der NZZ und dieses Joint Venture wurde 2018 im Herbst gegründet und hieß dann CH Media. Das ergab dann auch einen Portfoliozuwachs bei den TV- und Radiosendern. Da kamen einige weitere Regionalfernsehsender und einige weitere Radiosender zusammen, sodass wir damals sagen konnten, wir sind jetzt die Nummer 1 im Privatradio der Schweiz. Und zur Nummer 1 im Privat-TV der Schweiz hatte uns damals noch die 3-Plus-Gruppe gefehlt. Deswegen haben wir uns dann natürlich damals strategisch auf den Zettel geschrieben, dass wir die eigentlich auch noch bräuchten. Und so kam es dann auch. Wir konnten die 3-Plus-Gruppe dann Ende 2019 akquirieren. Und seither sind wir in meinem Bereich, der dann Entertainment getauft wurde,
die Nummer 1 im Privat-TV und die Nummer 1 im Privatradio in der Schweiz. Das heißt, all die Übernahmen waren kein glücklicher Zufall, sondern lang geplante Strategie? Absolut, ja. Wenn man ein neues Unternehmen wird, wie wir es damals wurden, mit CH Media, dann muss man sich ja erstmal überlegen, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Sind wir eine Firma, die nur spart und Dividenden abwirft, oder sind wir eine Firma, die sich auch getraut zu investieren? Die Fragen, die konnten wir gar nicht klären. Von der einen Seite, also wir konnten sie dann schon klären, aber sie waren von Anfang an noch nicht geklärt. Von der einen Seite AZ Medien, hatten wir den Einfluss eines Familienunternehmens von Peter Wanner. Und auf der anderen Seite hatten wir die NZZ, die man in Deutschland ja auch kennt. Also eigentlich könnte man sagen, zwei Unternehmensphilosophien, die jetzt nicht gerade auf den ersten Blick genau die gleichen sind. Von den Portfolios her waren wir ein Stück weit wie Zwillinge, die zusammengekommen sind. Wir haben dann einen Strategieprozess angefangen und den im ersten Halbjahr dann auch ausdiskutiert. Da mussten Unternehmerprämissen gemeinsam mit Managementprämissen übereinkommen. Und unsere Strategie, die wir uns damals zurechtgelegt hatten, war eine recht einfache, nämlich eine sogenannte Zwei-Säulen-Strategie, wie wir sie nennen. Zum einen wollten wir den Übergang vom Publishing-Bereich in die Digitalisierung schaffen, sprich Paid-Abos und so weiter einführen. Und zum anderen wollten wir alle anderen Aktivitäten im Bereich Entertainment sammeln und den dann auch ausbauen, damit eben das Unternehmen als Ganzes auch über längere Zeit auf zwei Säulen abstellen konnte. Es ist absehbar, dass bei Publishing ein Stück weit ein Investitions- und Transformationsprozess oder war damals absehbar anstehen würde. Print-Abos gehen zurück, Digital-Abos müssen erstmal hochgefahren werden und dazu war es für uns wichtig, dass wir diversifiziert genug sind, um eben daran nicht gegebenenfalls zu scheitern und dann das ganze Unternehmen in den Sand zu setzen. Und deswegen war uns wichtig, mit der zweiten Säule Entertainment da auch auf Wachstum und in dem Sinne dann natürlich auch dort auf Digitalisierung zu setzen. So kam es damals. Und seit Anfang 2019 leben wir entsprechend sehr, sehr konsequent diese Strategie. Und ja, das hat dann mitunter auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, okay, 3Plus ist ein strategischer Match. Als dieses Unternehmen dann auf den Markt kam, haben wir uns dafür interessiert. Wir waren auch dasjenige Unternehmen, was aus diesem Asset 3Plus am meisten Synergien hat ziehen können, aufgrund dessen, dass wir schon in all diesen Bereichen tätig waren und auch lokal tätig waren. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass 3Plus zu uns ins Portfolio kam. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, bevor ich das Interview gemacht habe, welcher Gigant da in den letzten Jahren gewachsen ist, also die CH Media. Jetzt kannst du uns bitte mal ein paar Kennzahlen von euch nennen, damit wir einordnen können, wie groß ihr seid und was alles in eurem Portfolio steckt. Ja, sehr, sehr gerne. Das passt gerade, weil wir gerade vorgestern unseren Jahresabschluss publiziert haben. Also das Unternehmen CH Media beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Das geht von Zeitungsverträgen bis hin ins Top-Management. Und von diesen 2000 sind ungefähr deren 600 bei mir im Bereich Entertainment beschäftigt. CH Media insgesamt hat jetzt im vergangenen Corona-Jahr 414 Millionen Umsatz gemacht und knapp 35 Millionen Gewinn. Unser Portfolio sind, wie gesagt, Tageszeitungen natürlich. Ja, da sind wir die Nummer 2 im Schweizer Markt. Dann haben wir diverse Radiosender. Es sind deren 8, die wir betreiben. Das ist die größte Radiokette der Schweiz. Und daneben haben wir weitere 13 TV-Sender im Portfolio. Von diesen TV-Sendern sind 5 regionale TV-Sender und 8 nationale TV-Sender. Und dann haben wir natürlich auch digitale Produkte wie unser Streaming-Dienst OnePlus, den wir im letzten November lanciert haben, und die sogenannten Today-Plattformen. Das sind regionale News-Plattformen, die wir auf Basis von konvergenten
Redaktionsteams, die aus Regional-TV und Regionalradio Redaktionen bestehen, betreiben. Da werden wir noch eingehen. Und jetzt nochmal die Frage, du bist Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung der CH Media. Was genau verantwortest du in diesem Konzern, wenn du davon sprichst, in deinem Team sind 600 Mitarbeiter? Genau, ich verantworte, wie gesagt, die Sparte Entertainment. In dieser Sparte Entertainment haben wir 4 Produktbereiche. Das sind nationale TV-Sender, regionale TV-Sender, Radiosender und ein Eventbereich. Das heißt, wir veranstalten auch Events, zum Beispiel die Swiss Music Awards oder Open-Air-Konzerte und so weiter. Das sind die Sparten, die ich verantworte. Und darüber gelegt haben wir eine Marketingabteilung, die für sämtliche Produktsparten verantwortlich ist. Eine Sales-Abteilung, die konvergent alle Produkte verkauft, eine Digital-Abteilung. Und dazu beziehen wir natürlich noch Services aus dem Konzern, wie Finanz- und HR-Dienstleistungen. Jetzt baut ihr auch ein neues Office, habe ich gelesen, mit neuen Studios und einem Pipapo. War das längst überfällig oder ist es Teil eurer Strategie, damit auch das Unternehmen hier zusammenwächst? Also längst überfällig war, dass wir unsere Infrastrukturen modernisieren. Ja, TV insbesondere, aber auch Radio sind natürlich investitionsstarke Medien und benötigen eine gewisse Infrastruktur, um gut zu funktionieren. Und wir waren so Ende 2019, waren die verschiedenen Standorte, und das waren damals deren 11 über die Schweiz verteilt, waren diese Standorte alle so langsam End of Life. Wir hatten einen kleinen Innovationsstau und mussten auch neu investieren. Das hätten wir einfach so weiter wie bisher machen können, sprich jeden regionalen Standort einfach quasi refreshen und schauen, dass es wieder 10 Jahre weiterläuft. Wir haben uns aber gegen das entschieden und haben uns entschieden, dass wir eine Struktur aufbauen mit einem zentralen Hub. Das ist das, was du angesprochen hast, was wir jetzt gerade in Zürich gebaut haben, und sogenannten Satellitenstandorten. Die Infrastruktur, die funktioniert so, dass wir sämtliche Playouts von allen Sendern jetzt zentralisiert haben, die regionalen, dezentralen Studios weiterhin betreiben. Das müssen wir auch aufgrund von Konzessionsvorschriften des Bundesamts für Kultur. Aber die ganze Steuerung, die Regie, die Produktionsabläufe, die sind zentralisiert. Das heißt, heute steuern wir alle Außenstandorte über diesen neuen zentralen Hub in Zürich, über sogenannte Roboterkameras und Remote-Regien. Und das Einzige, was wir lokal vor Ort noch haben, sind eigentlich die Studiogäste, ein Redaktionsleiter und die Moderatoren, die dort vor Ort dann noch sind. Das macht ja auch Sinn, dass man lokale Politiker in Bern dann auch dort in die lokalen Studios einlädt. Aber die Sendungen, die werden alle zentral aus Zürich gefahren. So, das war so die Idee damals. Damit haben wir uns natürlich auch viel, viel effizienter aufgesetzt und haben in eine Infrastruktur investiert, die jetzt nachhaltig und zentral so operiert werden kann. Das zweite relevante Thema war natürlich, dass wir uns überlegt haben, wie gehen wir mit Radio- und TV-Sendern und digitalen Angeboten, wie kann man da maximal synergetisch miteinander unterwegs sein. Und die Synergien, die beginnen nicht auf dem weißen Blatt Papier, wo man einfach mal so ein bisschen was skizziert, sondern die Synergien beginnen damit, dass die Menschen zusammenarbeiten und unter einem Dach arbeiten. So vertrauen sie sich, so lernen sie sich kennen und so sind sie miteinander auch bereit, gewisse Hürden abzubauen, die es selbstverständlich gibt, oder zwischen Radioteams und Regional-TV-Teams und Digital-Teams. Und deswegen haben wir auch oder waren bestrebt, dass wir die verschiedenen Produkte, und das tun wir an allen Regionen so, die verschiedenen Produktgattungen unter ein Dach bringen. Und in Zürich hatten wir alleine 4 Standorte und diese haben wir jetzt alle zentralisiert an einem Standort. Und das bewirkt Wunder. Ja? Vor einigen Jahren haben sich die Radio- und TV-Mitarbeiter gegenseitig beäugt und Zeitschriftenmitarbeiter und Digitalmitarbeiter waren noch weiter weg und heute produzieren wir eigentlich sämtliche Erzeugnisse aus einem Guss. Das sind sehr, sehr wertvolle Hinweise, weil
die Trimedialität, von der du sprichst, aus Print, Radio und Fernsehen, die gibt es ja auch in deutschen großen privaten Medienkonzernen mit 3 Buchstaben. Und da fühlt es sich auch eben als Clash of Cultures an. Und es ist interessant, wie ihr das lösen wollt. Und ja, kannst du noch weitere Tipps geben an die Zuhörerinnen, wie ihr das überbrücken könnt, neben der neben der Office, wo man es zusammenbringt? Ja, grundsätzlich ist es immer eine Frage des technologischen Enhancements auf der einen Seite und der menschlichen Komponente auf der anderen Seite, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht einen fixen Regelsatz, wo man sagt, man muss genau so oder so machen. Es ist immer ein Stück weit abhängig vom Portfolio, das man vor Ort vorfindet, von den Menschen, die man vor Ort vorfindet und von der technologischen Situation. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich eigentlich TV-Redaktionen und Radioredaktionen extrem gut ergänzen, weil Radio primär am Vormittag und am Morgen konsumiert wird und TV gegen Abend und in der Late. Und entsprechend hat man wie rund um die Uhr dadurch einfach schon mal Ressourcen vor Ort. Wenn man denen jetzt gegenseitig noch Kompetenzen beibringt, dass eben alle auch mit Bewegtbild und mit Audio umgehen können, dass alle auch mal einen Text schreiben können, wenn man den VJs, und davon haben wir etwa 40 pro Tag, die rausgehen und regionale Berichterstattung machen und Bewegtbild produzieren, wenn man denen Module mitgibt, dass die Bilder, die sie produzieren, automatisch übertragen werden zurück in die Redaktion, ohne dass sie erst mit der Kamera zurück ins Studio fahren müssen und dort die Bilder ingesten müssen. Wenn all das so zusammenpasst, dann hat man die perfekte Ausgangslage für ein digitales Reichweitenportal. Ja? Das, was die Bild als solches in Deutschland sich erstmal erarbeiten musste, das hatten wir von allen Ressourcen und Kompetenzen eigentlich schon da liegen. Wir mussten es nur richtig zusammenbauen, die Leute zusammenbringen und sind so sehr, 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 sehr schnell, sehr schlagkräftig und können auf Materialien zurückgreifen, die wir eh schon produzieren. Das heißt, wir müssen nicht erst Videoteams aufbauen, wir haben sie schon. Und entsprechend kann ich nicht sagen, es gibt jetzt diesen klassischen einen Tipp, wie es geht, ja, sondern es sind so diese Komponenten, die man einfach zusammenführen muss mit der klaren Vision. Das müssen und werden dann auch die Mitarbeitenden gut verstehen, wenn man es ihnen gut erklärt, wo wir hinwollen. Und das Schöne ist, dass uns eigentlich jedes Produkt, was wir lancieren im Markt, jede neue Today-Plattform, die wir regional lancieren, sofort in puncto User, Traffic und Monetarisierung den Businessplan erfüllt oder übererfüllt. Also sind wir da eigentlich schon fast luxuriös auf der Spur. Und so klangheimlich auf einem Weg, da auch sehr, sehr große digitale Plattformen darzustellen in der Schweiz. Ich finde es sehr inspirierend, dir zuzuhören. Also das ist der Weg der Transformation eines modernen Medienunternehmens, den, denke ich, noch viele vor sich haben und wo ihr schon ein sehr gutes Stück weiter vorangegangen seid. Eine Sache, die du angesprochen hast, die ich noch ganz spannend fand, war, dass ihr Events anbietet. Kannst du da vielleicht noch mal kurz eingehen über die Events und auch gerade über die VJs, die du angesprochen hast, oder wie sich das auch alles dann in den regionalen Newsportalen niederschlägt? Das kann ich gerne tun. Grundsätzlich klingt etwas abgedroschen, aber was wir versuchen zu tun, ist 360 Grad Produktion und Kommunikation. Und dafür ist der Bereich Events ein elementares Teilchen. Wenn wir, und das schaffen wir ja auch durch unsere schiere Größe, wenn wir Stars groß machen in der Schweiz, wenn wir Brands schaffen in der Schweiz, dann wollen wir die auch erlebbar machen. Und dafür ist unsere Eventorganisation da. Mit so einem Thema wie den Swiss Music Awards, um da ein Beispiel zu geben, sind wir vor 2 Jahren gestartet, haben das letzte Jahr erstmals die Swiss Music Awards übertragen. Da waren wir einfach der übertragende Sender. Da ist die Awardshow auf 3+ gelaufen. Und jetzt haben wir diese Kooperation ausgebaut mit den Swiss Music Awards und sind auch noch der Veranstalter. Das heißt, wir können jetzt wirklich eine holistische 360-Grad-Geschichte daraus machen.
die vor Ort beginnt mit den Inhalten, die wir dort herstellen zum einen und natürlich auch mit dem Erlebnis, was wir dort bieten, zum anderen. Für diejenigen, die dort vor Ort sind, können das über sämtliche Kanäle von uns transportieren. Es ist ja schon lange nicht mehr nur ein TV-Event, sondern es geht da um Musik. Und was gäbe es Besseres als Radiosender, um Musik zu transportieren? Und so muss man sich das vorstellen. Solche Konzepte interessieren uns, solche fahren wir. Mit Sing Mein Song, glauben wir, können wir einen ähnlichen Weg gehen. Das hat sich jetzt derart gut etabliert in der Schweiz, dass wir uns überlegen, ob wir mit diesem Thema jetzt durch die Schweiz touren sollen, ob wir davon Events, Auskopplungen machen können. Und auch da haben wir ja dann wie bei den Swiss Music Awards auch end-to-end eigentlich sämtliche Kanäle und Möglichkeiten der Kommunikation selber in der Hand. Und das schafft Welten, die dann auch sehr, sehr interessant sind für die Werbeindustrie, die eben nicht nur einfach einen klassischen Werbespot von uns kriegen, sondern halt mit allem, was wir tun oder was sie auch dann mit uns tun können, ein integriertes Kommunikationskonzept. Auch das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn man eine Sales Unit hat, die konvergent über sämtliche Medien funktioniert. Sonst streiten sich die einzelnen Abteilungen, wer wie viel Geld eines Kuchens kriegt. Und am Schluss ist der Kuchen ein Matsch und hat niemandem geschmeckt. Ja, so wird ein Schuh draus. Also das ist ganz klar wieder, wo dann die Synergien hingehen, dass die Werbetreibenden eigentlich dann im Ohr oder im Auge des Zielkunden den ganzen Tag sind, weil sie über eure Medien überall vertreten werden können. Ja, uns kriegen sie so schnell nicht los. Ja. Genau. Ein wichtiger Bestandteil eurer 360 Grad holistischen Strategie ist der Streamingdienst OnePlus, den ihr Ende letzten Jahres gelauncht habt. Ist das eure Schweizer Antwort auf Disney Plus, Discovery Plus und Peacock? Ja, das kann man eigentlich so sagen. Wir konnten ihn leider nicht 3++ nennen. Also war damals vielleicht so der strategische Move, den Sender 3+ zu nennen, doch nicht ganz so der richtige in der Retro-Perspektive. Nein, Scherz beiseite. Ja, darum geht es natürlich. Ja, die Inhalte werden immer mehr zeitversetzt konsumiert. In der Schweiz ist Replay TV viel, viel größer, oder Catch-up-TV nennt ihr es, viel, viel größer als in Deutschland, aufgrund der regulatorischen Bedingungen. Da werden 50% der Inhalte werden zeitversetzt konsumiert. Netflix ist riesig in der Schweiz, Streaming ist das Thema. Und selbstverständlich wollen wir da mitmachen, weil unsere Inhalte sind ja beliebt. Aber das hat halt einfach nicht gereicht, die nur auf eine Webseite zu stellen. Ja, also da müssten wir auf die Big Screens, auf die Handhelds, auf die Tablets und entsprechend auch das in einer Erfahrung anbieten können, wie man das von Netflix kennt. Und deswegen haben wir OnePlus, unseren Streaming-Dienst, lanciert. Jetzt hast du es angesprochen mit euren Replay- und Catch-up-Diensten. Da war ja die Schweiz immer Vorreiter, auch aufgrund eures Medien- und Urheberrechts. Und jetzt wird Catch-up- und Replay-Dienste in der Schweiz auch sehr heiß diskutiert, weil diese Inhalte hinter einer Paywall sind. Warum verlangt ihr jetzt hier auf Abruf vergangener Sendung eine Gebühr? Und warum arbeitet ihr hier nicht mit einer Zweitvermarktung über Werbung? Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Die Situation für Catch-up-TV in der Schweiz ist eine andere als in Deutschland. In der Schweiz ist Catch-up-TV urheberrechtlich geregelt und funktioniert über die Kollektivverwertung. Das ist eine Weiterentwicklung oder wurde weiterentwickelt aus dem Begriff der Privatkopie. Früher konnte man sich einfach per Knopfdruck eine Privatkopie aneignen. Heute funktioniert es so in der Schweiz, dass man einmal den Provider, also beispielsweise Sunrise oder Swisscom, mittels Knopfdruck bestätigen muss, dass man gerne hätte, dass Swisscom sämtliche Sendungen von allen Sendern über 7 Tage aufzeichnet. Ja, und das ist de facto das heutige Catch-up-TV, wie wir es in der Schweiz kennen. 7 Tage Catch-up-TV über sämtliche Sender, die verfügbar sind. Das ist eine riesige Zahl von Inhalten und man kann sich das vorstellen, ist wahnsinnig beliebt in der Schweiz. Wir haben über 3 Millionen Abonnenten. Das ist bei
rund 5 Millionen Haushalten eine große staatliche Zahl. Und das, was so schön und gut klingt, war für die TV-Sender mitunter aber auch verheerend, weil das Ding hat einen kleinen Haken. Die Werbung konnte im Replay-TV munter überspult werden von den Zuschauern. Und das führt natürlich dazu, dass die Werbeblock-Ratings komplett zusammenbrechen, weil 95% der Schweizer sind ja nicht dumm, die Werbung vorspulen, wenn sie es können. Und das hat dazu geführt, dass wir Sender uns begonnen haben, da zu wehren, auch politisch zu wehren. Und die Politik hat uns gehört und das wiederum hat dazu geführt, dass die Netzbetreiber und die Sender gemeinsam miteinander an den Tisch gesessen sind, das war vor rund 3 Jahren, um hier eine Lösung zu finden, die für beide Seiten eine gute ist und eben auch für die Dritte, für die Konsumenten. Das heißt, was wir jetzt gerade einführen in der Schweiz in diesem Jahr, ist eine Lösung, die funktioniert so, dass wir einen zentralen Ad-Server bauen, an den sämtliche Sender, die da mitmachen wollen und sämtliche Netzbetreiber angeschlossen sind, sodass die Werbetreibenden über diesen zentralen Ad-Server Kampagnen buchen können und dass die dann automatisch ausgespielt werden im Replay-TV oder im Catch-up-TV auf sämtliche Netzbetreiber der Schweiz. Da gehört auch Satu dazu, Swisscom und so weiter. Und die Idee ist es eigentlich, da ein Stück weit an Werbeinventar zurückzubringen ins zeitversetzte Fernsehen, was verloren gegangen ist. Das heißt, anstelle von 5-, 6-, 7-minütigen Werbeblöcken werden im Replay-TV dann kurze 3 bis 4 Spots lang dauernde Werbeblöcke eingeführt. Wir nennen die Fast-Forwards-Ad. Oder es gibt Pre-Rolls und es gibt ein Pausen-Ad, wenn jemand die Pause-Taste drückt. Und das sind diese Werbeformen, die uns künftig helfen sollen, das zeitversetzte Fernsehen eben doch auch monetarisieren zu können. Das wiederum ist jetzt nicht hinter eine Paywall geraten, sondern das ist quasi einfach so, wie es bisher war, aber ein Stück weit wird Werbung angezeigt. Es gibt aber auch einen Tarif. Ich rede von Tarif, weil das über das Urheberrecht alles funktioniert und geregelt ist. Es gibt auch einen Tarif, wo der Netzbetreiber und dann letztlich hat der Kunde, der Pakete bucht beim Netzbetreiber, Replay TV weiterhin und zwar komplett werbefrei anbieten kann. Dafür haben wir Sender eigens sogenannte Marker gesetzt, beim Start von Werbeblöcken, beim Ende von Werbeblöcken, sodass so ähnlich wie bei Netflix, wenn der Abspann kommt, man klicken kann und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Sendung, wir eine Funktion einführen oder einführen werden, dass das für die Werbung im zeitversetzten Fernsehen dann auch gilt. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie einfach vorspulen, sondern man kann einfach mittels Knopfdruck direkt wieder zur nächsten Sendung oder zum nächsten Programmelement wechseln. Und das kostet was. Dafür erhalten dann die Sender, ich sage jetzt mal, signifikant genug Geld, damit wir die verpassten Werbeeinnahmen so für uns refinanzieren können. Also da seid ihr deutlich uns voraus im deutschen Markt. Ich finde es sehr schön zu hören, wie ihr auch mit Kooperationen einfach eine Win-Win-Situation für alle herstellt, einschließlich auch der Endkunden. Bleiben wir bei dem Thema Kooperation und gehen wir nochmal zurück zu OnePlus oder sprechen wir weiter über den Streamingdienst OnePlus. Jetzt habe ich gelesen, dass die Sunrise UPC mit euch kooperiert, gerade im Bereich im Streamingdienst OnePlus und in diesem Zuge auch sich mit 20% an der CH Media TV AG beteiligt hat. Wie kam es denn zu dieser Beteiligung? Denn du bist ja CEO dieses Joint Ventures. Genau. Die CH Media TV AG, damit das die Zuhörer vielleicht etwas besser einschätzen können, ist nicht die CH Media, sondern das ist die Sparte der nationalen TV-Sender und des Streamingdienstes und daran hat sich Sunrise UPC mit 20% beteiligt. Wie es dazu gekommen ist ein Stück weit ein logischer, symbiotischer Gang aufeinander zu. Wir haben einen Streamingdienst lanciert und ein Streamingdienst ist selbstverständlich abhängig von Endkundenbeziehungen. Ja, und jeder Netzbetreiber, das kennt man aus Deutschland auch, Magenta oder Vodafone, hat sehr viele
Endkundenbeziehungen und entsprechend ist es für RTL interessant, da Kooperationen einzugehen und eben für die Netzbetreiber auch. So ähnlich ist es bei uns in der Schweiz auch gelaufen. Ich bin auf die zugegangen und habe gesagt, Leute, wir machen hier einen schönen neuen Streamingdienst, der hat viele tolle neue Schweizer Inhalte, internationale Hitformate, viele Kinderinhalte und so weiter. Ich habe da meine Sales-Pitch-Präsentation gehalten und die fanden das gut. Weil sie für sich selber auch gesagt haben, für uns kann es ein strategischer Vorteil sein, wenn wir eine Nähe haben zu Schweizer Inhalten, weil die zählen neben Sportinhalten was in der Distributionswelt und können helfen, Neukunden zu akquirieren, können helfen, Churn zu vermindern oder Kunden wieder zu gewinnen, die man gegebenenfalls verloren hat. Also sind wir wie automatisch aufeinander zu und fanden das eigentlich beide eine spannende Geschichte. Und so kam es zur Beteiligung. Sie beteiligen sich an unserem TV- und Streaming-Geschäft. Wir erhalten breiten Zugang auf ihr Kundenportfolio. Und wir hoffen, dass wir das planen, auch dass wir das weiter ausbauen werden. Da gibt es noch diverse weitere Aspekte, die interessant sind. Sunrise UPC verfügt über die Schweizer Eishockeysportrechte. Das ist eine der Top-Sportarten in der Schweiz. Quasi Fußball und Eishockey sind die Top-Sportarten in der Schweiz. Und wir erhalten dadurch jetzt die Free-TV-Rechte für die nächsten 5 Jahre zur Verwertung bei uns auf den Free-TV-Sendern. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Und gemeinsam wollen wir auch weitere Themen entwickeln, wie Shortform-Content für ihre Mobile-User zum Beispiel. Ja, das kann ein interessantes Thema sein. Oder auch eine Weiterentwicklung von Themen wie Dynamic Ad Insertion und so weiter. Also die Situation für uns ist für beide Seiten eine spannende und das hat zu diesem logischen Schritt geführt. Wenn jetzt die Sunrise UPC eine Beteiligung an der OnePlus hat, ist der Dienst dann unattraktiv für die Konkurrenz von Sunrise UPC, also zum Beispiel Sat2 oder Blue von der Swisscom? Oder ist euer Content jetzt so stark, dass die Konkurrenz von denen sagt, okay, dann müssen wir trotzdem OnePlus bei uns integrieren? Naja, unsere Inhalte laufen ja heute schon bei allen Verbreitern. Und wir sind ja ein Reichweitenmedium. Das heißt, wir sind nicht bestrebt, irgendwo in einer Pay-Nische zu verweilen, sondern wir wollen unseren Dienst breit auch allen anbieten können. Und das war auch von Anfang an klar für Sunrise UPC. Und entsprechend gibt es da absolut keine Berührungsängste gegenüber Sat2, die du jetzt gerade genannt hast, die wir ja sehr, sehr gut kennen, oder auch Swisscom und weiteren Verbreitern in der Schweiz. Ganz im Gegenteil, wir wollen breit verankert sein im Markt mit unserem Streamingdienst. Also wir haben heute wieder eine Lehrstunde bekommen, wie weit uns der Schweizer Markt voraus ist, uns in Deutschland. Und deswegen bin ich jetzt natürlich auch ganz gespannt auf die nächste Frage, weil du hast sehr viel schon berichtet, sei es über Synergien von Medienunternehmen oder auch der Lokalisierung des Contents. Was sind denn für dich die Treiber und die Themen, gerade fürs lineare Fernsehen in den kommenden Jahren? Letztlich ist es ja nicht so, dass wir lineares TV erfinden oder erfunden haben in der Schweiz. Das heißt, wir versuchen, internationale Trends zu antizipieren und versuchen, internationale Trends entsprechend auch sehr schnell umzusetzen. Ja, wir können uns jetzt nicht die ganz großen Innovationsflops leisten. Das kann nicht unsere Unternehmensstrategie sein in einem kleinen Markt wie der Schweiz. Das heißt, wir haben ganz feine Antennen dafür, wohin die Markttrends gehen. Und sind vielleicht nicht die Ersten, die jetzt sagen und das auch schon ausrollen, wir fokussieren jetzt alles auf das Metaverse. Ja, das kann nicht unsere Strategie sein. Unsere Strategie ist es zu sehen, respektive zu erkennen, dass die Inhalte, die wir produzieren, dass die publikumswirksam sind. Das wollen wir sowohl im Shortform wie auch im Longform-Videobereich beibehalten und ausbauen. Wir sehen, dass der Bewegtbildkonsum,
der menschlichen Perzeptionsform des Denkens und des Träumens am nächsten ist und wahrscheinlich deswegen auch immer die attraktivste Konsumationsform von Inhalten bleiben wird. Wir sehen, dass die Mobilität zunimmt. Wir sehen, dass die Digitalisierung zunimmt. Auf diese Trends müssen wir entsprechend natürlich reagieren, werden künftig auch auf all den Geräten entsprechend verfügbar sein, präsent sein. Wir setzen dabei auf eigene Plattformen und nicht auf Drittplattformen. Die Drittplattformen eignen einfach nicht zu einer vernünftigen Monetarisierung. Das heißt, das muss ein Stück weit ein Marketinginstrument bleiben, wenn wir von TikTok und Co. sprechen, und holen dort den Traffic ab und bringen den zurück auf unsere Plattform. Die müssen natürlich State of the Art sein, klar. Wir können nicht irgendwie total inferior auftreten gegenüber Netflix, aber im Kern sind es unsere Inhalte, unsere USP, die wir weiter ausbauen werden und auf die wir weiter setzen werden, über neue Distributionskanäle, über neue Angebotsformen. Aber ohne Inhalte gewinnt man keinen Blumentopf und da setzen wir immer an. Und das ist auch für dich jetzt die abschließende Frage. Das ist auch dein Ausblick für die kommenden 5 Jahre, wie sich das Fernsehen entwickeln wird in der Schweiz. Vielleicht auch ergänzend jetzt nochmal dazu, was du kennst ja den deutschen Markt und den Schweizer Markt. Was können wir denn in Deutschland von euch lernen? Ich will jetzt hier nicht als Lehrer und Prophet auftreten, aber was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man in der eigenen Branche mit branchennahen Kollegen und Kolleginnen, wie beispielsweise wir Sender, ihr Distributionsplattformen, auf gemeinsame Lösungen setzt, weil das, was überzeugen wird, sind gute Endkundenerlebnisse. Und da kann weder der Sender alleine noch der Netzbetreiber alleine das vollumfänglich abdecken. Und ich glaube, diese Co-Opetition-Formen in verschiedenster Hinsicht, das ist etwas, was uns in der Schweiz recht gut gelingt. Da haben wir natürlich Größenvorteile dadurch, dass wir klein sind, aber das gelingt gut und das kann ich nur raten oder animieren dazu, diese Gespräche in den Branchen auch in Deutschland zu suchen. Wow, ich habe wirklich sehr viel heute gelernt. Ich habe viel über den Schweizer Markt gelernt. Ich habe viel gelernt, dass eine gut aufgesetzte Strategie und ein klarer Weg letztendlich zum Erfolg führen kann. Und jetzt kenne ich auch die Synergien von trimedialen und Medienunternehmen. Lieber Roger, merci vielmal für dieses Interview. Sehr gerne, auf Wiedersehen miteinander. Und dir danke ich fürs Einschalten. Zum Schluss noch ein kurzer Aufruf. TV-Helden wird in 30 Ländern weltweit gehört. Ein Land fällt in den Reportings immer besonders auf, nämlich Kolumbien. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich diejenigen, die TV-Helden in Kolumbien hören, sich mal bei mir unter mail@tv-helden.com melden. Da bin ich einfach neugierig. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, wünscht Christian Heinkel.